Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sunscreen Sunday, der übrigens in Kooperation mit Dr. Jetzke Öltee entsteht. Das heißt, ich werde euch heute eins ihrer Sonnenschutzprodukte in Aktion zeigen und in der korrekten Menge auf mein Gesicht auftragen, euch erklären, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und natürlich auch noch super viele andere Informationen dazu mitgeben. Und falls ihr euch für die Hautpflege von Dr. Jetzke Öltee interessieren solltet, ich habe einen Rabattcode bekommen, den ihr aufs komplette Sortiment nutzen könnt, außer auf die Non-Profit-Sachen. Dann tragen wir das gute Stück jetzt mal auf. Ich weiß gar nicht, ob ich euch gesagt habe, um welches Produkt es sich handelt. Und zwar ist das die Suncover SPF 30 für den Körper und fürs Gesicht. Das ist übrigens so ein Non-Profit-Produkt. Ich habe mir bereits 1 Gramm abgewogen und werde das Ganze wie gewohnt auf mein Gesicht auftragen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid und euch über die Menge wundert, das ist die Menge, die empfohlen wird, um den deklarierten Schutz zu erreichen. Und das wäre halt in diesem Fall ein UVB-Schutz von 30 und ein UVA-Schutz von, glaube ich, 21. Das wird auch sehr transparent auf der Webseite und im Shop angegeben, was ich richtig, richtig cool finde. Und dann tragen wir das Ganze jetzt mal auf und sehen uns das genauer an. So sieht die Sonnencreme frisch nach dem Auftrag aus und ich weiß nicht, ob ihr es wahrnehmen könnt, aber sie erzeugt so einen ganz, ganz dezenten weißen Schleier, der allerdings nach ca. 15 bis 20 Minuten verschwindet oder zumindest für mich persönlich nicht mehr wahrnehmbar ist. Das liegt unter anderem daran, dass in der Sonnencreme ein organischer, partikelartiger UV-Filter verwendet wird, der allerdings längst nicht diesen Weißel-Effekt erzeugt, den anorganische UV-Filter wie Zinkoxid und Titandioxid erzeugen können, und das Ganze fühlt sich halt auch ganz anders an. Ich finde die Sonnencreme allgemein vom Hautgefühl überraschend angenehm. Sie sieht zwar recht glänzend aus, aber sie fühlt sich null schwer, fettig oder reichhaltig an. Ich meine, ich habe eher eine fettarme, trockene Haut, aber ich finde einfach nicht, dass sich diese Sonnencreme sonderlich reichhaltig oder schwer anfühlt. Und ich habe sie auch bei meinen Outdoor-Aktivitäten auf Herz und Nieren getestet. Ich war damit joggen, auch bei kalten Temperaturen. Ich bin Fahrrad gefahren, habe Radtouren gemacht, war wandern, und diese Sonnencreme hat einfach hat auf ganzer Linie überzeugt. Sie brennt nicht in den Augen. Sie fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass meine Haut irgendwie ganz komisch darunter schwitzt, was man ja mit anderen Produkten hat. Also man merkt eben nicht, dass sich irgendwie Schweiß unter der Sonnencreme ansammelt, und deswegen ist das für mich eine sehr, sehr gute Outdoor-Sonnencreme, vor allem für die Winter- und Frühlingsmonate. Ihr könnt die Sonnencreme übrigens auch wunderbar abmattieren. Ich habe das Ganze ausprobiert und mache das immer wieder gerne mit meinen Outdoor-Sonnencremes, vor allem wenn ich weiß, dass ich wandern bin und dann vielleicht noch irgendwo was trinken möchte. Da nehme ich dann meistens einfach ein mattierendes Puder. So, gebe mir hier was in den Deckel rein und nehme mir dann so ein Schwämmchen und drücke das Puder auf die Stellen drauf, wo ich die Sonnencreme abmattiert haben möchte. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber auf den Stellen, wo ich das Puder bereits aufgetragen habe, sieht die Haut definitiv matter aus. Moment, ich trage mal das Puder auf die eine Hälfte des Gesichts auf und zeige euch dann den Unterschied. Ich denke, der Unterschied ist auf jeden Fall erkennbar. Hier ohne Puder und hier mit Puder.
Alles in allem ist das eine großartige Outdoor-Sonnencreme für mich persönlich, vor allem für die Winter- und Frühlingsmonate. Ich finde sie einfach sehr angenehm auf der Haut, sie lässt sich gut verteilen, sie ist nicht bremsig, sie pillt nicht, also sie krümelt nicht vom Gesicht runter und sie brennt nicht in den Augen, was mir extrem wichtig ist. Außerdem sagt mir die Formulierung auch zu, hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten und auch keine anderweitige Parfümierung und auch die UV-Filterkombi finde ich super. Dr. Jetzke Öltee hat ein weiteres Sonnencreme-Produkt in ihrem Sortiment und zwar ist das die Suncare mit SPF 30. Dieser hat einen etwas höheren UVA-Schutz, enthält Niacinamid und erzeugt auch ein weniger glänzendes Finish auf der Haut. Ich verlinke euch beide vorgestellten Produkte unten in der Beschreibung. Das war's schon mit dem heutigen Sunscreen Sunday. Ich hoffe sehr, dass euch das Video weitergeholfen hat. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Sonnencreme ich als nächstes ausprobieren soll und wir sehen uns dann im nächsten Video.